3 Tage Kuşadası an der türkischen Ägäis in einem All-Inclusive-Hotel. Wenn ich an die Türkei denke, denke ich unweigerlich an Sonne, Meer und Strand, gastfreundliche Menschen, gutes Essen und natürlich auch an die vielen Straßenhunde und Straßenkatzen. Aber in diesem Video bin ich sogar einem Pferd beim Baden begegnet. Und neben dem Pferd habe ich noch 2 weitere große Mysterien, auf die ich bis heute keine Antwort gefunden habe. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Zunächst mal zur richtigen Aussprache. Diese Stadt spricht man Kuşadası aus, nicht Kusadasi, wie ich es oft von Touristen gehört habe. Bei Kuşadası handelt es sich um eine kleine, aber sehr schöne und auch sehr touristische Stadt an der türkischen Westküste. Die Stadt befindet sich ungefähr 100 Kilometer südlich von Izmir. Und hier zur groben Orientierung habe ich dir Istanbul gezeigt. Links siehst du Griechenland. Und etwas weiter südlich siehst du Izmir und noch weiter südlich siehst du dann die Stadt Kuşadası. Okay, und wie kommt man jetzt am besten nach Kuşadası? Du könntest vom Flughafen direkt einen Bus nehmen, vom Flughafen nach Kuşadası. Du könntest auch vom Zentrum von Izmir, vom Busbahnhof Otogar, einen Bus nach Kuşadası nehmen. Viele Touristen machen aber Folgendes, genau wie ich. Sie buchen ein Hotel zwischen Kuşadası und Selçuk. In diesem Fall wäre die beste Möglichkeit, dass du mit der İzban fährst. Die İzban fährt direkt vom Flughafen oder auch vom Zentrum von Izmir und du kannst mit der İzban bis Selçuk fahren und von Selçuk kannst du dann ein Taxi nehmen, kostet ungefähr 10 Euro, oder du könntest auch mit dem Dolmuş zu einem der großen Hotels fahren, die sich wie gesagt zwischen Selçuk und Kuşadası befinden. Ich hatte mir ein 4-Sterne-Hotel für 3 Nächte gebucht und ich war sehr gespannt auf diesen Urlaub, denn das war mein allererster All-Inclusive-Urlaub in meinem ganzen Leben. Für mich gab es ganz klar 2 Highlights. Das war zum einen die Tatsache, dass man einen Strand direkt vor der Tür hat, ein riesiger Luxus, das war wirklich wunderschön. Und der zweite große Vorteil war, dass man wirklich mal ein paar Tage ganz faul sein konnte, nicht kochen, nicht einkaufen musste. Man musste wirklich gar nichts machen. Gut, kommen wir zum ersten Pluspunkt, zum Strand. Jeden Morgen habe ich einen längeren Strandspaziergang gemacht. Ich war auch im Wasser einige Male, obwohl es doch noch etwas kühl war, Ende April, und auch etwas windig. Mir wurde aber gesagt, dass es normalerweise im Frühling und im Herbst eher selten windig ist und dass es im Sommer sowohl ziemlich heiß als auch tendenziell etwas windiger ist. Dieser Küstenabschnitt ist wirklich nicht zu sehr zugebaut. Man hat wirklich relativ viel Platz und etwas naturbelassenen Strand zwischen den Hotels. Außerdem trifft man wirklich wunderschöne Tiere, sowie Fische, Vögel, aber auch einige Hunde, die ganz harmlos und zutraulich sind und sich freuen, wenn die Touristen sie streicheln. An meinem allerersten Morgen dachte ich von weitem, ich glaube, mich tritt ein Pferd. Ist das ein Pferd mit einem Mann im Wasser? Was ist denn hier los? Später habe ich mit dem Mann noch gesprochen. Günaydın. Nasılsınız? Und er hat mir erklärt, was es mit dem Pferd im Wasser auf sich hat. Dieses Gespräch zeige ich euch gleich. Ich möchte aber zuerst noch über den zweiten großen Vorteil sprechen, nämlich über das Essen. Das Hotel ist ziemlich groß und dementsprechend war auch das Buffet wirklich groß. Es gab eine unglaublich große Auswahl an warmen Gerichten, an Salaten, an Dips, an Meze. Allein schon der Dessertbereich war wirklich riesig. Es ist unmöglich, da alles zu probieren. Und wie gesagt, da ist für jeden Geschmack was dabei, würde ich behaupten. Und dieses Buffet hatte nur einen großen Nachteil. Es ist ein All-Inclusive, All-You-Can-Eat-Buffet. Und das heißt, dass man dazu neigt, etwas zu viel zu essen. Zumindest ging es mir so an den ersten beiden Mahlzeiten. Und hier siehst du mich noch, wie ich einer der Köchinnen mein großes Lob für das Essen ausspreche. Das Essen hier ist wirklich wunderbar und ich habe eine sehr nette Frau, Aynur Abla, kennengelernt. Merhabalar. Merhaba, guten Tag, wie geht es euch? Ich arbeite hier, Ja. yani ein Monat. Seit einem Monat? Ja, seit ganz einem neu. Monat. Ganz neu, danke. Mögen Sie unser Essen? Ja, es ist wirklich super, großes Kompliment. Danke sehr. Und wenn du von diesem Hotel oder von einem der benachbarten Hotels in die Stadt Kuşadası fahren möchtest, dann kannst du das mit dem Dolmuş tun.
Hier auf der Straße dann, auf der rechten Seite soll es eine Dolmusch-Haltestelle geben. Mal schauen, ob ich die finden kann. Für 1,50 € oder auch mit dem Taxi für ungefähr 10 €. Mein Hotel war gar nicht weit von der Stadt. Die Fahrt hat ungefähr 15 oder 20 Minuten gedauert. In Kuşadası angekommen bin ich einfach bergab gelaufen bis zum Wasser, bis zum Cordon, also zur Uferpromenade. Und dort unten am Wasser kann man spazieren gehen, etwas trinken, eines der vielen Fischrestaurants besuchen oder auch shoppen gehen. Und dann bin ich noch einem Polizeihund begegnet, den ich für einen deutschen Schäferhund gehalten habe. Aber wie der Polizist mir erklärt hat, war es ein belgischer Schäferhund und kein deutscher Schäferhund. Ich war dort am 1. Mai, das ist auch in der Türkei ein Feiertag. Und das hatte zur Folge, dass es wirklich sehr, sehr überfüllt war. Und die Präsenz des Polizeihundes war nur eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es gab keinen Anlass zur Sorge, wie der Polizist mir versichert hat. Und der Hund war übrigens ein Sprengstoffspürhund. Es war wirklich sehr, sehr warm an diesem Tag und ich hatte plötzlich großen Durst, wollte ein Wasser und sogar einen türkischen Chai trinken. So, ich bin ganz schön viel rumgelaufen und es ist doch ziemlich warm, trotz des Windes, und es ist höchste Zeit für eine Erfrischung, also ein Wasser oder einen Chai oder am besten sogar beides. Doch zu meiner großen Überraschung, und das ist jetzt Mysterium Nummer 1, gab es in Kuşadası keinen Chai. Es gab keinen Tee. Ich übertreibe jetzt zwar ein bisschen, aber in 2 Cafés, in denen ich gefragt habe, gab es keinen Tee. Im ersten Café gab es direkt draußen ein großes Schild, auf dem stand Chai yok, no tea. Und im zweiten Café gab es kein solches Schild. Ich habe deswegen gefragt, Chai warme. Und der Mann meinte dann, nee, das gibt es nur am Morgen, nur zum Frühstück. Das hat mich doch sehr verwundert, da in der Türkei Tee generell ein sehr, sehr wichtiges Getränk ist. Also ich war wirklich total überrascht. Ich habe so reagiert. Allah Allah, nasıl çay yok ya, burası Türkiye değil mi? Also wenn ihr wisst, ob das was Typisches für Kuşadası ist oder nur ein reiner Zufall, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich habe mich daraufhin mit einem Churchill und einem Wasser begnügt. Churchill, das ist übrigens ein Getränk mit Soda, einer Prise Salz und viel Zitronensaft. Perfekt für einen heißen Sommertag. In Kuşadası gibt es außerdem einen schönen, sehr, sehr großen Bazar, eine sehr schöne alte Altstadt und eine Insel. Es ist ganz schön windig, wie gesagt, seit gestern. Ich hoffe, man kann mich hören. Hinter mir könnt ihr den Stadtstrand von Kuşadası sehen. Gar nicht mal schlecht für den Stadtstrand. Und auch die schöne Aussicht auf die Bucht. Ich möchte jetzt noch meine allerersten All-Inclusive-Erfahrungen mit dir teilen, bevor ich dann das Mysterium mit dem Pferd auflöse. Ja, ich bin die letzten Jahre sehr viel gereist, beziehungsweise ich musste sehr viel reisen und meistens hatte ich mich für eine kleine Wohnung auf Airbnb entschieden. In Airbnbs muss man dementsprechend selber einkaufen gehen, selber kochen, den Abwasch machen, die Wohnung putzen und so weiter und so weiter. Aber als ich in anderen Ländern unterwegs war, fand ich es immer etwas schwierig und unpraktisch und gewöhnungsbedürftig, dort eine Routine aufzubauen und diese ganzen Alltagsdinge zu erledigen. Von daher waren diese 3 Tage in diesem All-Inclusive-Hotel eine wunderbare Abwechslung für mich und ich habe das bestimmt nicht zum letzten Mal gemacht. Kommen wir jetzt noch ganz kurz zu Mysterium Nummer 2. Kuşadası bedeutet übersetzt Vogelinsel. Und das große Mysterium für mich, das ihr mir vielleicht helfen könnt aufzulösen, ist, diese Stadt ist überhaupt keine Insel. Kuşadası ist keine Insel. Also woher der Name Kuşadası? Wenn ihr es wisst, dann schreibt mir gerne einen Kommentar. Und das Pferd war übrigens sehr nett und sympathisch und heißt Kabadayı, genauso wie auch der Mann wirklich sehr nett und sympathisch war. Der Grund, dass der Mann mit dem Pferd 2-mal pro Tag ins Wasser geht, ist ein therapeutischer. Atlarla alakalı tedavi yapıyorum. Tamam. Adım Rahmi Gürlen. Nerelisiniz? Almanım. Almansınız. Ben de Albanyalıyım aslında. Arnavut'um. Öyle mi? Evet, Türkiye'de yaşıyorum. Arnavut, Evet. Albanya. Arnavut'um. At, lafa yarış atı da at. Bu atımızın ayağında tendon problemi var. Tendon problemini iyileştirmek için ilaç çekiyoruz. İlacı çektikten sonra da denize getirip ilacı tekrar tazeliyoruz.
dalgaların gelmesi, gitmesi, dalgaların gelmesi, gitmesi, yuvarlak olması Atrayana bizim elimizle temas etmeden hem ilacı temizliyor hem de Atrayana masaj yapmış oluyor. Anladım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İsmi ne onun? İsmi Kabadayı. Kabadayı. Evet. Kabadayıcığım çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler. Das war mein erster kleiner Urlaub in der Türkei, obwohl ich hier seit 2,5 Jahren wohne. Wenn du dich fragst, wie es dazu kam, findest du hier in diesem Video die Antwort darauf.